21.8. Ausrufezeichen Konzert. Es gibt Restkarten, kommt vorbei. Hamburg, das größte Festival aller Zeiten, die Camper am Start. Es ist das letzte Konzert in diesem Jahr und das kurz vorm Angelcamp. Da werden wir natürlich alles lecken, was Rang und Namen hat. Ne? Wir werden lecken. Kommt vorbei, lasst uns die fetteste Party feiern. Zu den letzten Tagen. Wer hat am Freitag geguckt? Unfassbar. Also ich habe auch mit Marcel nochmal geredet. Ich war bei Marcel zu Hause. Überraschung, ne? Ja, ich habe, glaube ich, einen Tag vorher, habe ich es euch schon gesagt, dass ich vielleicht da bin. Aber von seiner Community hat es keiner gewusst, ne? Hat keiner gewusst und ich glaube, die waren alle sehr überrascht darüber. Besonders die Ingame war sehr überrascht. Wie können Montana Black und Knossi zusammen in einem Stream sitzen? Freitagabend, ich rufe Marcel an. Ey, Taxifahrer, pass mal auf, fing so an, ne? Taxifahrer wollte mich erstmal abziehen, ne? Taxifahrer. Taxi, ohne Scheiß. Oder hat auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Tupac. Muss man ehrlich sagen an der Stelle. Sah ein bisschen aus wie Tupac vorne. Auch so ein Band um den Kopf, ne? Alles. Ich sag zu dem, zeig dem Adresse, ne? Ich zeig dem Hans-Günther-Weg 83, ne? Zeige ich ihm Buxtehude, fahr mich dahin, bleib. Er, da keine Problem. Ich sag, ja dann fahr. Er so, die lange Strecke geben. Ich verstehe, ich denke, was will der denn? Die lange Strecke geben. Ich sag, ja klar, ich hab Geld, mach dir keine Sorgen, ich hab Kohle, kein Problem. Er fährt mich, ne? Er fährt los. Ich merk schon, das ist aber nicht der Schnelle, ne? Ich sag dir, du keine Navigation fahren. Kopfnavigation. Ich sag, ja, was ist mit dir? Er fährt. Ich merke, das erste Mal, ich gucke auf die Uhr, 48 Euro, ne? Das erste Mal, dass ich mir so ein bisschen Gedanken mache. Marcel schreibt, wann bist du denn da? Ich zeige ihm, ich mache Foto von der Uhr, ne? Von der Uhr, 48 Euro. Er sagt, der zieht dich ab, Lad. Ist ganz nah. Der zockt dich ab. Ich so, ey, wann sind wir da? Sofort da. Ich so, hä? Sofort da. Ich denke mir, bleib, was? Sofort da. Ich gucke auf die Uhr, 58 Euro. Ich denke, das Ausfahrtsschild habe ich schon mal gesehen. Bist du nicht gerade eben da schon? Sofort da. Ich denke mir, bleib, kann nicht sein. Er guckt, auf einmal, bleibt stehen. Mitten in irgendeinem Dorf, ne? Bleibt stehen, steigt aus. Stellt sich einfach raus. Uhr läuft weiter, Taximeter. Steht raus, guckt so. Hände am Rücken. Er so, komm du. Ich, was komm du? Ich steig aus, er so, kann sein hier. Ich sag, was kann sein hier? Ich war noch nicht, weiß doch richtig. Es ist dunkel. Es ist 22 Uhr, was kann sein hier? Ich guck mich um, so eine Gegend, wo du denkst, Alter, wenn die Felgen gleich noch auf dem Auto sind, top. Ich denke, hier wohnt doch nicht Marcel. Ich guck mich um, Nachbarn kommen raus, ne? Ich sag dem so und so, Hans-Günther-Weg, die Nachbarn, hä? Da sind sie aber hier verkehrt. Ich sehe gerade noch, der guckt noch mal, seine eigene Mülltonne rausstürmen und sucht noch mal nach Pfandflaschen, der Typ. Geht noch mal mit der Hand rein in den grünen Punkt, Alter, sucht noch mal. Kann sein, dass die Kinder eine Pfandflasche. Ich denke mir, wir sind falsch. Ich so, rein Auto kommen. Der Typ sagt so irgendwie 2 Stunden, okay, komm, sofort da. Ich denke mir, das kann nicht sein. Auf einmal sehe ich eine Gegend, so wo die Häuser auf einmal leuchten. Noch nie gesehen. Häuser sind beleuchtet. So wie Kerzenlicht, aber mit Scheinwerfer. Die Hauswand komplett beleuchtet. Ne? Ich denke mir, hier kann sein. Er so, sofort da. Er haut so raus, irgendwie so ein altes Handy, eins der ersten Smartphones. So mit noch so Stift, ne? Wo du die Tastatur hoch und runter klappen kannst. Cookie. Auf einmal, kann sein hier. Ich gucke, ich steig aus und denke mir, das erkennst du wieder, ist das Haus. Auf einmal, ich komme gerade raus, ich bin gerade ausgestiegen. Ich bezahle dem Taxifahrer, das war auch so ein Unding. Keine kleine Geld zurück. Ich sag mir, was, keine Weggeld. Ich sag, ist gut, stimmt so. Ich sehe schon, vorne geht die Tür auf. Hab dich schon gesehen auf mein Radar. Digga! Ich denke mir, blatt auf deinem Radar. Du kommst da rein, direkt 4 Kameras in deine Fresse rein. Du denkst, hab ich gesehen auf mein Radar, Digga! Ich denke mir, boah, bin da. Tür ging auf und du merkst gleich, dieser angenehme Geruch kam aus der Tür. Nach altem Deo, Zigaretten. So, weißt du, wo du dich gleich direkt zu Hause fühlst. Verbrauchter Deo, Zigaretten, dieses mehrere Parfümsorten zusammengemixt. Ne? So ein bisschen Hundekot, ein bisschen Hundefutter. Ich habe gemerkt, ja, Marcella, ich bin da, ich bin richtig. Direkt in den Arm genommen und zack. Und es war ohne Scheiß. Es war wunderschön. Hab mich echt sehr gefreut. Ne? Bin dann runter in den Keller. Marcel zu mir. Sag nicht, dass du da bist, ne? Die wissen nichts. Sag nichts. Ich gehe jetzt rein und sag, komm rein, Dicker. Dann kommst du rein, ne? Ich unten in diesen Keller, guck mir an, die Wände bemalt, da hast du gedacht, guckst links, rechts, alle Wände bemalt wie bei uns Gosse Unterführung. Kennst du das? Am Bahnhof Unterführung, wo du denkst, kommt jetzt einer ums Eck, sticht dich ab. Dabei, im nächsten Moment ist ja hier ein Keller. Hier wohnt er ja, ne? Alles gemalt, besprüht, Alter, mit Edding. Amanakoyim steht da, AMK.
Ich denke mir, hoch, hast du so ein bisschen Bahnhofsfeeling bei ihm im Keller, ne? Im Gang so ein bisschen wie, jawohl, und an Gleis 3 fährt ein, die ICE nach Düsseldorf. So ein bisschen, aber passiert natürlich nicht. Du bist im Keller bei ihm, ne? Alles wirklich wie an einer Unterführung im Bahnhof. Ich glaube, das soll auch optisch so darstellen, ne? Er sagt, komm rein, Digga! Ich komm rein. Und die Zuschauer eskaliert. Ich glaube, irgendjemand hat mir geschrieben, er hatte 27.000, 28.000 Zuschauer. Wir sind zusammen und es ging hoch. Ich weiß nicht, was die Leute an unserer Kombination so geil finden, ne? Dass dass auf einmal am Ende 70.000, ne? Ducci sagt, am Ende waren es 70.000 Zuschauer. Und ich denke mir, zu krass. Also, weil die Leute irgendwie unsere Kombination einfach toll finden, ne? Big Brother Kameras, 10.000 ist so, ne? Wie immer, ne? Nachdem wir fertig waren, saßen wir noch ewig in der Küche, haben über alles Mögliche geredet, gelacht, auch ernsthafte Diskussionen geführt und haben uns sehr gut verstanden, hab mir das Bett aufgeschüttelt, ich habe mich so wohl gefühlt, ich bin danach noch nach dem Stream, ja, so willst du Wohnzimmer? Ich sag, ja, unbedingt, Alter. Ey, Fernbedienung hin, mich hingelegt. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe ihm am nächsten Tag gesagt, da stimmt was nicht. Ich sitz da, guck, Discovery Channel, ne? UFO-Jäger, die UFO-Jäger. Ich weiß nicht, ich glaube, das war Discovery Channel, ich weiß es nicht genau. UFO-Jäger, ich gucke, ne? Du hast hinter dir an der Couch, links und rechts, so 2 Boxen stehen, ne? Und aus der Boxen kommen aber nur ein paar Geräusche, es kommt nicht der ganze Fernsehsound. Kennt ihr das? Wo so ein paar Sounds rauskommen. Bass and Drums, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nur so. Aus der rechten kommt so, wenn der Wind weht in der Sendung. Und aus der linken kommt, wenn der Hund bellt. Wo du denkst, Balle, Alter. Was jetzt, Sturm? Oder greift mich jetzt der Kampfhund an, ne? Und ich sitz da, gucke, mach bisschen Handy, gucke, ne? Und ich schwör's euch, es war nicht der gleiche Zeitintervall, wenn du so nach hinten aus dem Wohnzimmer guckst, ne? An den Fischen, die schlafen, so vorbei, ne? Du guckst so dran vorbei, waren hinten so Türen offen, neben der Küche und so. Und du hörst dann immer auf einmal zwischendurch so ein und ich dachte mir, Alter, was ist das? Und mir war echt teilweise ein bisschen unheimlich in der Hütte, ne? Ein bisschen unheimlich war mir. Du hast immer so Bruder, dann nächster Morgen, hör zu. Ich hab dann gedacht, Alter, wird nicht sein. Notfalls renne ich hoch, hol Marcel aus dem Bett. Aufwach, auf! Hier sind die drin, die Monster. Und ich hab ein Monster unterm Bett. Hätte er mir auch geholfen, oder nicht, Chat? Ich so, wir sind am Abend vorher so, wann soll ich dich wecken? Ich hol Kylo ab, wann soll ich dich wecken? Ich so, 10:30. Pass auf, no joke. Ich lieg im Bett. In der Nacht irgendwann mal losgegangen, wusste noch, das war so meine einzige Sorge, die ich hatte, in der Nacht mal kurz aufs Klo, so mit einem Auge zu, ne, wusste noch, oh, ganze Boxershorts vertropft, ne, hilft kein Schütteln, da hilft kein Klopfen, in die Hose, letzte Tropfen, ne, und ich wusste, es war ein bisschen mehr, kennst du das? Wenn du denkst, scheiße, Blatt, den ganzen letzten Schub, es war noch ein halber Liter, alles nass, ich ins Bett und denk mir nur so, wird keiner merken, wird bis morgen getrocknet sein. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich denke mal, es wird 7 oder 8 gewesen sein, ich weiß nicht, ich habe schon irgendwelche Geräusche draußen gehört, Müllwagen und sowas, deswegen dachte ich, kann sein, wird getrocknet sein, ne? Ich leg mich hin, auf einmal, 11 Uhr. Moin Jens. Ich schwör, Noto, an der Tür, wirklich so, wirklich. Alter, du hast gerade wie meine Mutter, Blatt. Und wirklich so in dem Ton, moin Jens. Du, es ist dann gleich 11, ich hab dich eine halbe Stunde länger liegen lassen, kannst dann aufstehen, ne? Ich, oh, Baby, Alter, wirklich? Ich dachte, geweckt werden von Marcel ist anders, der schmeißt die Keile aufs Bett oder so, ne? Hier, komm, mach den wach. Nein. Moin Jens, ich hab dich eine halbe Stunde länger liegen lassen. Wie, als ob mein Vater mich weckt. Ist kein Witz, wie Papa. Ohne Scheiß, ich raus, Boxershorts, gucke, kurzer Kontrollblick, denk mir, Gott sei Dank, die heutige Boxershorts schwarz, alles trocken, man sieht nichts mehr. Ich raus, im Horrorcamp-T-Shirt Boxershort. Marcells erster Blick auf mein Schniedelblatt. Erster Blick runter. Schniedelblatt, hast du gut geschlafen, Dicker? Ich, ja super, Alter. Er guckt, ich hab noch so ein halbes Ding drin, ne? Eine halbe Wiener Wurst, ne? So eine Kanüle, nicht die kleine Cabanossi, die halbe große, ne? Ja, oha, gut. Fühlt sich wohl, ja? Willst du einen Kaffee? Er geht ran an Maschine, noch nie einen Kaffee gemacht. Und gucken, wie das geht hier, Digga. Ich mach hier keinen Kaffee, Digga. Auf einmal kommt Kaffee raus. Aus dem Schrank. Noch nie gesehen. Also der hatte teilweise Geräte, habe ich noch nie gesehen. Aus dem Schrank raus der Kaffee. Kommt raus aus dem Schrank, noch nie gesehen. War so ein Loch, er drückt irgendwas. So, du denkst, Alter, der Programmiert, der hackt gerade irgendwie. Der hackt FBI. Am Schrank. Moin, Digga, noch nie gemacht. Kaffee, zack, in der Küche geraucht, hat mir sehr gut gefallen. Konnte man in der Küche rauchen, mir ist sehr wichtig gefallen. Ich gehe raus, pass auf. Ich denke mir so, ich sag zu ihm, ich guck mal Garten an. Ja, heute ist hell, kannst du Garten gucken, ne? Gartentür auf, steht einer vor mir. Kippe in der Lapp. 60, 65 Jahre alt, dünn. Ich denke, wer sind Sie? Ich bin der Gärtner. So, die Kippe am Rennen. Ich denke, ein Auge zu, weil der Dampf ins Auge zieht, ne? Ich bin der Gärtner. Ich denke, hab ich ja noch gar nicht. Bin zu Tode erschrocken, Alter.
Geh vor, mich zu Tode erschrecken, ich muss sterben jetzt. Was macht der hier? Einfach im Garten, ne? Ich so, was machen Sie? Ja, guck mal, ich bin der Gärtner. Halbes Ding hier drin, ich bin der Gärtner, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ja, ich so, okay, alles klar. Ich stehe draußen, zünd mir noch einer an. Kylo unten an meinem Schoß, unten an meiner Wade, ne? Hab schon gemerkt, warum kläfft der nicht, wenn der Gärtner, kennen sich schon, ne? Der Kylo so bei mir, an mir geschnuppert auch immer. Ich weiß immer, als ich kurz hingesetzt, zwischen die Beine auch gegangen. Ich dachte, oh, bist du ja. Alter, die Tropfen von letzter Nacht, die sind aber immer noch, die dampfen noch ein bisschen nach, ne? Kylo süß wie immer. Marcel kommt an mir vorbei, ich muss nach dem Fisch gucken. Den hat der Weiher erwischt, der Reiher, der Fischreiher. Der hat oben Löcher. Ich denke mir, oh, was ist jetzt los? Marcel auf einmal in so eine Hütte rein. Du denkst erst, ist das die Hundehütte für Kylo? Nee, kann nicht sein. Ist ja so groß wie ein 2-Zimmer-Apartment, ne? Kann nicht sein. Er rein in die Hütte, er süßt auf, Alter. 300 Kilo Vogelfutter für die Mäuse, Ratten. Du kannst damit alles füttern. Du kannst die ganze Ortschaft Buxtehude damit voll machen, ne? Ich denke mir, was ist jetzt so? Er erstmal an die Vogelhäuser. Oben, unten, links, rechts. Alle Mäuse fallen auf. Mäuse fallen voll gemacht. Alles voll, alles voll. Nur die Mäuse klappen nicht zu, sondern die Mäuse werden noch elektronisch gestreichelt. So ein Ding ist das. Ich denke mir, Wahnsinn. Marcel am Teich mit dem Gärtner. Gärtner, Zigarette schon so weit runtergebrannt, dass der Filter, egal. Da geht noch ein Zug. Da geht noch Marcel. Was ist mit dem Fisch? Sieht besser aus. Er lebt noch. Gärtner so zu mir. Der lebt noch. Der lebt, der Fisch. Ich denke mir, was jetzt? Marcel, der lebt noch. Auch nochmal Kontrollblick zu mir rüber. Der lebt. Ist wichtig, der lebt. Der hatte oben 2 Löcher. Ich glaube, er hat es einen Tag vorher im Stream erzählt, ne? Da hat ihn, pass mal auf. Und als ich gehört habe, der Fischreiher an so einem kleinen Teich, auf einmal in der Luft, no joke, Kylo so, nach oben, Alter, ein Auge zu, gleich nach oben, wittert Gefahr, ein Adler, direkt nach oben. Ich denke mir, Kylo, komm an mein Bein, komm Bein, Kylo kommt, guckt hoch. Ich denke mir, Alter, wenn der Adler kann Kylo einfach hoch, so ein Viech war das, ne? Kann Kylo einfach hoch und damit wegjetten, ne? Der frisst den. Solche Viecher sind da. Das sind auch die Bäume. Unten sind keine Blätter. Die Bäume sind so California, Beverly Hills, aber keine Palmen. Ihr wisst, oben dünn, ganze Zeit dünn, 30 Meter hoch und oben dann so eine Krone, ne? Kennst du diese Bäume? California, USA Bäume. Leck mich am Arsch. Kylo so. Ich so, Kylo ist gut. Pass auf. Fast. Der Vogel, weggeflogen. Die Vögel haben dort, es ist wirklich gefährlich für die Fische, dass da solche, das sind Riesenvögel gewesen, ne? Ich konnte es nicht glauben. Marcel auch gleich, guck mal, ein Adler, der Gärtner, schon der halbe Filter weg, raucht die Asche mir, ja, ich seh's. Ich denke mir, wow, Wahnsinn, Alter. Ich rein, hab mir gedacht, fühlt sich wie zu Hause, mich geduscht, Alter. Sehr schön, nur eins habe ich vermisst, bei Marcel gibt's keinen Föhn. Bei Marcel gibt's keinen Föhn. Also habe ich mir gedacht, ich habe in der Nacht schon mal geduscht, tagsüber waschte mal keiner, wäschte mal keiner, es gibt keinen Föhn. Oh, ich bin gestern Nacht schon, habe ich die Haare gewaschen. Es war so schön. Marcel und ich top. Dann sind wir nochmal runter in sein Streamingzimmer, haben da gesessen, haben uns ein paar Videos angeguckt, so private Videos und haben uns einfach totgelacht. Es war einfach schön. Es war einfach schön. Dann wurde ich abgeholt und ey, ich habe das Gefühl gehabt, Marcel und ich, also wirklich, ohne Scheiß, wir verstehen uns einfach blind. Egal über welches Thema wir reden, natürlich sind wir 2 verschiedene Typen, aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es ernst ist, wir verstehen uns einfach gut und es ist für mich so ein Wunder, wie viele Leute diese Kombination feiern zwischen Marcel und mir. Was findet ihr daran so geil, Chat? Ich fand auch die Streaming-Setup und sowas, die Streaming-Qualität unfassbar geisteskrank und unglaublich, ne?